Sie können Meetings sowohl in der WebEx-App als auch über Ihren Browser in der Web-Oberfläche von WebEx planen. Die Planung von Serien ist aktuell nur über die Web-Oberfläche möglich. Grundsätzlich empfehlen wir auch Meetings über den Browser zu planen, da Ihnen in der Web-Oberfläche deutlich mehr Optionen zur Verfügung stehen. Für kleine, unkomplizierte Meetings tut es aber auch die App. Hierzu klicken Sie auf den Reiter Meetings und wählen dort Meeting ansetzen. Hier können Sie das Thema sowie Datum und Uhrzeit für das Meeting wählen, ein Passwort vergeben und weitere Einstellungen vornehmen. Außerdem können Sie hier oben bereits Personen hinzufügen, die eingeladen werden sollen. Abschließend klicken Sie auf Planung. Ihr Meeting erscheint dann in Ihrer Liste anstehender Meetings. Zusätzlich erhalten Sie per Mail eine Übersicht der Meeting-Informationen. Deutlich gründlicher planen Sie Meetings in der Web-Oberfläche von WebEx. Wie Sie die Web-Oberfläche erreichen, erfahren Sie im entsprechenden Video. Befinden Sie sich auf der Startseite der Web-Oberfläche, klicken Sie hier auf ein Meeting ansetzen, um ein Meeting oder eine Serie zu planen. Hier haben Sie nun zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, die wir grob überfliegen wollen. Hier oben können Sie aus Meeting-Vorlagen, die Sie sich erstellt haben, wählen. Zum Thema Meeting-Vorlagen finden Sie ein eigenes Video. Unter Ansätzen für können Sie angeben, ob Sie das Meeting für sich selbst oder eine andere Person, welche Ihnen die Berechtigung dazu erteilt hat, erstellen wollen. Es geht an dieser Stelle darum, wer Gastgeberin des Meetings oder der Serie wird. Auch zu diesem Thema finden Sie ein eigenes Video. Unter Meeting-Typ wählen Sie zwischen WebEx Meetings Pro Meeting und WebEx Personal Conference. Ersteres ist ein klassisches Meeting. Bei letzterem handelt es sich um Ihren persönlichen Meetingraum. Die Unterschiede erklären wir ebenfalls in einem separaten Video. In diesem Feld geben Sie ein Thema für Ihr Meeting bzw. Ihre Serie an. Dieses sollte natürlich relativ aussagekräftig sein. Im folgenden Feld könnten Sie ein Passwort vergeben, Sie können jedoch auch getrost das automatisch generierte belassen. Nun können Sie Datum, Zeit und Dauer des Meetings einstellen. Sie können das Meeting auch bereits vorher starten und es darf auch länger dauern. Die Angaben bestimmen lediglich, wie das Meeting nachher in digitalen Kalendern angezeigt wird. Klicken Sie nun hier auf Wiederholung, öffnen sich weitere Optionen und das Meeting wird nun zur Serie. Hier stellen Sie ein, in welchem Rhythmus die einzelnen Meetings stattfinden sollen. Wir belassen es hier nun bei einem einzelnen Meeting. Über dieses Feld könnten Sie bereits TeilnehmerInnen einladen, die nach Fertigstellung der Planung automatisch eine Meeting-Einladung per Mail erhalten. Grundsätzlich empfehlen wir aber, insbesondere für Vorlesungen und Seminare, den Meeting-Link mit den Studierenden über ihren entsprechenden Lehrkurs zu teilen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen ausführlich in einem separaten Video. Nützlich ist es jedoch, dass Sie hier bereits eine Person als Mitgastgeberin für das Meeting bzw. die Serien bestimmen können. Hochschulangehörige können Sie hier über deren Namen finden. Klicken Sie auf die Person und diese erscheint hier als Teilnehmerin. Mit einem Klick auf dieses Symbol wird die Person Mitgastgeberin. Mit einem Klick auf Erweiterte Optionen anzeigen, erhalten Sie weitere Möglichkeiten, Ihr Meeting oder Ihre Serie zu konfigurieren. Unter Audio-Verbindungsoptionen gibt es die Möglichkeit, den Ton bei Beitritt und Verlassen des Meetings auf keinen Ton zu stellen. Dies empfiehlt sich insbesondere für große Veranstaltungen wie Vorlesungen, da Sie sonst eben für jede Person, die Ihr Meeting betritt oder verlässt, einen Piepton hören. Des Weiteren haben Sie hier die Option, TeilnehmerInnen stumm zu schalten, wenn diese das Meeting betreten und ihnen das Aufheben der eigenen Stummschaltung zu verbieten. Den Punkt Tagesordnung können Sie getrost überspringen, da diese in WebEx sowieso sehr versteckt ist. Zum Schluss haben Sie hier noch die Optionen zum Ansetzen. Zunächst finden Sie hier die Option zum automatischen Aufzeichnen Ihrer Meetings. Bitte lassen Sie diese immer deaktiviert, da dies datenschutz- bzw. bildrechtlich problematisch ist. Für das Aufzeichnen eines Meetings sollten Sie sich immer erst das Einverständnis aller TeilnehmerInnen einholen. Setzen Sie das Häkchen bei Passwort entfernen, befindet sich das Meeting-Passwort nicht in der automatisch generierten Einladungsmail. Dies ist gegebenenfalls für sensible Meetings interessant. Unter Beitreten vor dem Gastgeber bestimmen Sie, ob TeilnehmerInnen das Meeting vor Ihnen betreten dürfen. Hinweis: Haben Sie das Datum und die Uhrzeit des Meetings noch nicht eingestellt, ist diese Option ausgegraut. Als nächstes können Sie einstellen, ob es in Ihrem Meeting die Option geben soll, Teilgruppensitzungen zu erstellen. Diese Funktion lässt sich aber auch später während des Meetings wieder aktivieren. Sie können hier aber auch bereits im Voraus Teilgruppen erstellen, um dies nicht mehr während des Meetings tun zu müssen. Ausführlicher behandeln wir Teilgruppen in einem separaten Video.
Unter entsperrte Meetings regeln Sie die Zugangsbestimmungen Ihres Meetings für Gäste. Die Definition für Gäste lautet in diesem Fall alle Personen, die sich ohne Webex-Account bzw. Hochschul-E-Mail-Adresse ins Meeting einwählen wollen. Beachten Sie dies, da darunter beispielsweise auch Studierende fallen können, wenn diese sich nicht über eine Kennung, sondern einfach extern über einen Browser anmelden wollen. Im Idealfall können Sie die Einstellung bei Gäste können dem Meeting beitreten belassen. Wenn Sie Probleme mit Störenfrieden haben, können Sie hier gegebenenfalls andere Einstellungen vornehmen. Aktivieren Sie hier die automatische Sperre und stellen diese auf 0 Minuten, dann ist Ihr Meeting von Beginn an gesperrt und Sie können aktiv bestimmen, wer das Meeting betreten darf. Sie können die Zeit beispielsweise auch auf 15 Minuten stellen. Das hat zur Folge, dass Personen, die zu spät kommen, nicht mehr einfach eintreten können und quasi virtuell anklopfen müssen. Bei der Registrierung handelt es sich um einen Vorgang, bei dem sich Leute, die an Ihrem Meeting teilnehmen wollen, vorher bei Ihnen registrieren müssen. Diese Option lassen Sie bitte deaktiviert, da sie auch datenschutzrechtlich bedenklich ist. Es folgen weitere Meeting-Optionen. Hier können Sie beispielsweise den Chat, aber auch weitere Funktionen aktivieren oder deaktivieren. In der Regel können Sie es hier bei den Standardeinstellungen belassen. Zum Schluss folgt der Bereich Teilnehmerprivilegien. Zu den Privilegien gehört unter anderem die Option Inhalt freigeben. Ist diese aktiviert, können alle TeilnehmerInnen von Beginn an ungefragt Inhalte freigeben. Bei größeren Veranstaltungen könnte damit theoretisch Unfug betrieben werden, weshalb Sie das Häkchen gegebenenfalls lieber entfernen wollen. Ist die Option deaktiviert, können Sie nach wie vor während des Meetings Personen erlauben, Inhalte freizugeben. Sie haben dann aber mehr Kontrolle darüber. Mehr dazu erfahren Sie im separaten Video zu den Freigaben. Ein weiterer nennenswerter Punkt ist hier die Option Remote-Steuerung einer Anwendung eines Webbrowsers oder Desktops. Remote-Steuerung bedeutet hier, dass Sie während einer Freigabe einer anderen Person gewähren können, bis zu einem gewissen Grad Ihre Maus zu steuern. Zwar müssen Sie dem erst zustimmen, grundsätzlich empfehlen wir aber, diese Funktion erst gar nicht zur Verfügung zu haben, sie also direkt zu deaktivieren. Haben Sie nun alle Einstellungen getroffen, klicken Sie auf Termin ansetzen. Sie gelangen nun zur Seite mit den Beitrittsinformationen Ihres Meetings bzw. Ihrer Serie. Außerdem erhalten Sie eine E-Mail mit eben jenen Beitrittsinformationen. Auf der Seite hier finden Sie unter anderem den Meeting-Link, den Sie nun an andere Personen verschicken können. Auch hier sei darauf hingewiesen, dass wir empfehlen, Studierenden die Beitrittsinformationen über einen Lehrkurs zur Verfügung zu stellen. Schauen Sie dazu gern das entsprechende Video. Unter dem Meeting-Link finden Sie dann die Meeting-Kennnummer und das dazugehörige Passwort. Wollen sich beispielsweise Studierende über ihre mobilen Geräte bzw. einen Browser einloggen und haben den Meeting-Link nicht parat, ist es für sie einfacher, sich mit der Kennnummer und dem Passwort einzuwählen. Weiter unten finden Sie auch die Telefonnummern, mit denen sich TeilnehmerInnen per Telefon zuschalten können, falls diese zum Beispiel kein Internet zur Verfügung haben. Achtung! Teilen Sie bitte niemals diese Gastgeber-Kennnummer. Um das zu verhindern, können Sie die gesamten Beitrittsinformationen exklusive der Gastgeber-Kennnummer kopieren, indem Sie auf das Kopieren-Symbol hier oben klicken. Sie können übrigens jederzeit zu den Beitrittsinformationen hier zurückkehren, indem Sie auf Ihrer Startseite unter Anstehende Meetings oder im Reiter Kalender auf das betreffende Meeting klicken.